Was ist eigentlich der beste Fernseher für einen hellen Raum? Beziehungsweise was ist mit hellem Raum überhaupt gemeint und worum geht es dabei genau? Hallo, hier ist Fitus von hifi.de und ich möchte genau auf diese Fragen zum hellen Raum eingehen. Alle, die jetzt aber eine Bestenliste erwarten, muss ich enttäuschen, denn es geht eher um die Problematik und deren Lösung an sich. Okay, am Ende sage ich natürlich, wie ihr die besten Fernseher auch findet. Die erste Frage ist, wie man überhaupt einen hellen Raum definiert. Ich denke, die meisten, die davon sprechen, meinen damit mehr als nur weiß gestrichene Wände. Wahrscheinlich sind es oft noch große Fenster, durch die eben viel Licht in den Raum fällt. Dadurch können sich vor allem zwei Probleme für den Fernseher ergeben. Dass er allgemein nicht hell genug ist und dass sich Sonne oder Licht im Fernseher spiegeln. Es sind eigentlich nur sehr günstige Fernseher, die einfach nicht hell genug werden, sodass man schwer etwas erkennen kann. Aber mit Spiegelungen haben auch noch teurere Modelle zu kämpfen. Wir messen und bewerten daher bei jedem Fernseher, den wir testen, auch die Spiegelung einer extrem hellen Lampe. So weiß man dann, wie sehr die Fernseher eben noch spiegeln. Die Lösung kann jetzt natürlich sein, dass man einfach einen Fernseher auswählt, der hell genug ist und eben so wenig wie möglich an Spiegelungen zurückwirft. Mit die geringsten Spiegelungen haben wir beim LG OLED Evo G3 mit dem neuen Micro-Lens Array gemessen und der wird auch auf jeden Fall hell genug. Allerdings ist die Spitze unserer Fernsehbestenliste, und das dürfte relativ offensichtlich sein, auch ziemlich teuer. Aber braucht man das denn überhaupt? Und das ist eine wirklich faire Frage. Denn wann ist der Fernseher an? Wann ist der Raum hell, um den es geht? Geht es um eine Uhrzeit, wo man vielleicht sowieso kein Fernsehen schaut? Beziehungsweise stören ein paar Spiegelungen wirklich beim Nachmittagsprogramm? Denn abends, wenn die Bildqualität meist wichtiger ist, dann spiegelt sich höchstens noch eine Lampe, die man auch ausschalten könnte, oder die tiefstehende Sonne. Und dann gibt es vielleicht auch die Möglichkeit zum Abdunkeln oder zumindest zum Blockieren der direkten Spiegelung. Klar, kann es auch gut sein, dass man den ganzen Tag lang endlich ein neues Spiel zocken will und da ist es echt die beste Lösung, einfach den Vorhang zuzuziehen oder das Rollo runterzulassen. Und ja, so plump es jetzt auch klingen mag, ist es vielleicht auch im Zweifel die bessere Investition, ein Fenster abzudunkeln, als einen Fernseher zu holen, der noch etwas besser mit Spiegelungen umgehen kann. Es ist auf jeden Fall schwierig bis unmöglich, die Frage nach dem besten Fernseher für helle Räume pauschal zu beantworten. Aber eine Honorable Mention, wenn man so will, möchte ich trotzdem noch geben. Denn wenn es um einen Fernseher geht, der auch im hellen Raum einfach gut aussieht, vielleicht sogar gerade dann, wenn man ihn eigentlich nicht nutzt, dann könnte Samsungs The Frame die beste Option sein. Denn der schafft es dann mit dem matten Display, worauf man wirklich quasi keine Spiegelung mehr sieht, und einer gekonnten Reduzierung der Helligkeit im Kunstmodus genauso auszusehen wie ein Bilderrahmen, in dem das Bild in echt hängen würde. Wir haben den Frame ja auch schon getestet und das ausführliche Video darüber kommt bald. Also abonniert am besten noch unseren Kanal, damit ihr auch das nicht verpasst. Und damit ihr beim nächsten Fernseher, den ihr kauft, keine Fehler macht, schaut euch am besten vorher noch dieses Video an. Und falls ihr euch bei eurer individuellen Situation unsicher seid, dann könnt ihr natürlich auch immer in den nächsten regelmäßigen Livestream kommen. Jetzt sage ich nur noch bis zu dieser nächsten Live-Beratung oder zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.